Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Warriors Three Hopes. Wir sind hier im Speicherbildschirm, haben beim letzten Mal, den Prolog weitergemacht. Und wir machen jetzt da weiter, wo wir aufgehört haben. Ist ja wohl klar. Zurück in die Zeit springen ist nicht. Prologue. The Battle for the Locket. Oh, das ist jetzt auch das erste Kapitel, was anders ist, ne? Was so routenabhängig ist. Upon his return to Garreg Mach, the humble Tomas shapeshifts and flees. And not even the knights of Ceres's most concerted efforts can track down the erstwhile librarian. Though Claude is quite intrigued by the dark developments at his school, an urgent message soon arrives from House Goneril at the eastern edge of the Leicester Alliance. Es geht nach Hause. Also zumindest für die Goldenen Hirsche. That was certainly an unexpected conclusion to the whole Tomas saga. Thanks to his shapeshifting ability, he slipped free of the knights and escaped. Shapeshifting. To be fair, die Ritter haben die auch doof Yes, angestellt. that's what I said. Also, I know what you want to say next. His powers are just like the ones you gave me. His powers are just like the ones you gave me. Are you in league with him, Arval? Where did these powers come from? If I am in league with him, no one has informed me. All I have is you, my dear partner in destiny. Still, I saw what you saw. Clearly, we don't have a monopoly on shapeshifting. And now that everyone knows about Tomas, some of them must have connected the dots back to me. At least they've had the grace to keep it to themselves. It's because they trust you. Hold on, someone's coming. Hey there. Got a second? Immer doch. Something wrong? There's no nice way to dance around this. Are you sure you don't know Tomas? I already told you I don't. Irgendwie passt die Musik gerade überhaupt nicht, It's oder? not like I suspect you or anything. But it does make me wonder where you're from originally. Who knows? Maybe there's some mysterious clan out there with shape-shifting powers. And maybe they banished you when you were little and you don't remember it. It's possible, right? Also, Cloud hat den Nagel wahrscheinlich gerade besser auf den Kopf getroffen, als er es selber ahnt. Well, my early years are pretty hazy. But while it's not completely impossible... Hey, I'm sorry. You know what? Don't worry about it. I only ask because people here also see me as something of an outsider. Guess I got a little ahead of myself. Maybe I was just excited to meet a kindred spirit. You're an outsider? There you are, Claude. You must come quickly. We have an urgent message from House Goneril. Sure thing. Why don't you tag along? I'm not sure what House Goneril wants, but it can't be good. I can't believe the Elmiran army is invading. And with the biggest army since Fodlan's Locket was completed. My brother's preparing to intercept them, but he's outnumbered big time and needs all the help he can get. House Regan stands ready. But we can't expect my grandfather to lead an army, so I guess it falls to me. I wish I knew what the other Alliance lords will do, but there's no time to call a round table. I have no doubt my father has already leapt into action, though I will likely be the one who ends up on the front lines. House Ordelia is close, so I like to think we've already sent reinforcements. Sadly, I expect little help to come from my adoptive father. I'm sorry. That's fine. I actually have a different favor to ask Margrave Edmund, but we can chat about it later. I don't understand the reason for this sudden act of aggression. If this really is the biggest army since Fodlan's Locket was completed, that's
A century's worth of battles. Das Ding ist, selbst wenn wir in den runden Tisch mit Dimitri und Edelgard einberufen würden, deswegen, die haben ja selber gerade zu tun. So, Dimitri ist da mit seiner kleinen Rebellion unterwegs und Edelgard ist dabei, sich gerade den Kaiserthron einzuverleiben. Also so, die haben auch keine Zeit. Das müssen wir selber klären. Maybe the Almirans figured it's now or never, since the Empire and Kingdom are wrapped up in their own problems. Sag ich doch. I mean, we're pretty much the only students left around here now. Yeah, I heard something about a coup in Enbar and a revolt in Ferdiad. Both serious problems that don't directly affect the Alliance. And even if word of Fodlan's troubles has reached the Almirans, it doesn't follow that they'd start a war. Well, that's assuming they have all the information, which seems unlikely. Irgendwie sieht das in der Position echt seltsam aus, It might make them more likely to invade. wie Cloud seinen Kopf bewegt, wenn er so guckt. Irgendwie sieht das voll seltsam aus. Do you truly think so? Let me go with you. Maybe I can help. Hey, we need every sword hand we can get. Welcome aboard. And you'll have me. Oh, hallo Shamir. The name's Shamir. I'm a Knight of Saros. The bulk of the Knights were dispatched earlier to track down Tomas. And the rest of us fanned out to the Kingdom and Imperial capitals. Yeah, I was worried they might have been deployed already. How did we end up with you? The Church may not be able to lend you an army, but they won't turn a blind eye. I'm here because I'm the best woman for the job. My arrows will make short work of Almiran Wyvern Riders. So we get to see what the Knight's best archer can do with the bow? I won't say no to that. I'll be counting on you as well. It certainly sounds more interesting than staying here and twiddling our thumbs. And besides, who knows what will become of the Academy in the meantime. Tja, wir wissen's. Sure thing. I'm in. Das war ein kurzer Ladebildschirm. Die almirische Armee steht praktisch auf unserer Türschwelle. Besser, ich rede mit den anderen, um meine Nerven zu beruhigen. Hallo Marianne, wie geht's dir? Oh Göttin. Yeah. Hey, ist alles in Ordnung? Du musst nicht kämpfen, wenn du dir Sorgen machst. Das weißt du doch, oder? That can't be. Oh, aber ich könnte meinen Adoptivvater nie wieder unter die Augen treten. Die Arme. Hey, Claude. Oh boy. Überall in Fodlan kommen gleichzeitig alle möglichen neuen Krisensituationen ans Licht. Ich halte das zwar nur für einen Zufall, aber mit Blick auf die Zukunft bereitet mir das leichtes Unbehagen. Unbehagen, hm? Absolutely. Ja, die Probleme werden sich wohl nicht wie von Zauberhand lösen, nur weil es uns gelingt, Almira abzuwehren. Of course. Da sind wir auf jeden Fall der gleichen Meinung. Ich hoffe nur, dass mein ungutes Bauchgefühl vom Essen herrührt und kein böses Vorzeichen ist. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die kommenden Ereignisse Fodlan entscheidend verändern werden. I'm counting on you. Dennoch, wenn ich mich sorge, dann geht es den anderen bestimmt auch so. Würdest du mit ihnen reden? Was, Lorenz? In actuality, Die Anwesenheit der Amara so nah an der Kehle Fodlans ist nicht besonders ungewöhnlich. Aber da Haus Goneril von überall Verstärkung anfordert, drängt sich mir der Gedanke auf, dass wir uns in einer sehr ernsten Situation befinden. Was meinst du damit? Haus Goneril ist seit jeher der Inbegriff des Mutes. Und seitdem es das Medaillon kontrolliert, gilt Lester als sicher. Die Lage muss also wirklich ernst sein, wenn sie nun ihren Stolz beiseite schieben und um Hilfe bitten. speaking of, Unabhängig davon bist du eine einfache Bürgerin. Niemand erwartet, dass du ein gefährliches Schlachtfeld betrittst. Willst du wirklich bei uns bleiben? Ja, aber natürlich. Right on. Ja, zu kämpfen ist sowas wie mein täglich Brot. Ich mache mir keine Sorgen. fascinating. Verstehe. Wenn das so ist, werde ich dich nicht aufhalten. Aber ich rate dir, es nicht zu übertreiben. Wenn die Armee Almiras die Kehle durchbricht, was zugegebenermaßen unwahrscheinlich ist, steckt die Allianz in jeder Menge Schwierigkeiten. Oh. Ich frage mich, ob Cloud sich des Ernstes der Lage bewusst ist. Let's see. Ich glaube, er weiß ganz genau. Und der Truppen wegen nur dem Mutigen. Naja, breche er in Panik aus,
würden es ihm alle anderen gleich tun. I see. Ja, vielleicht sollte ich versuchen, dem Mann etwas mehr Optimismus entgegenzubringen. Wir werden wohl bald herausfinden, ob Claude das Zeug dazu hat, seiner Führungsrolle gerecht zu werden. Mal sehen, wie noch Raphael und Ignaz, ne? Ach ja, Leonie ist ja auch noch hier. Oh je, warum bin ich überhaupt hierher gekommen? Ich werde so nutzlos sein. Oh, hey! Kopf hoch, Ignaz. Wir sind so weit gereist, da bringt es doch nichts, sich jetzt den Kopf zu zerbrechen. Außerdem, wenn wir Almyra einmarschieren lassen, wer weiß dann, was mit unseren Heimatdörfern passiert. Genau, Leonie hat recht. Ich werde meine kleine Schwester beschützen und den Almyrern eine Tracht Prügel ihres Lebens verpassen. Egal, was du sagst, wir sind nur gewöhnliche Leute. Wir haben überhaupt keine Ahnung vom Krieg. Hey, schon vergessen, wie wir in der Schule geübt haben? Wir können diese Typen locker bezwingen. Schon möglich. Ich wünsche mir trotzdem so viel Erfahrung wie She-Ra zu haben. What to do? Also, das ist jetzt einfach nur erbärmlich. Könntest du ihn bitte zur Vernunft bringen? Ja. Let's see. Ich kann gut nachvollziehen, was er sagt. Einen Haufen Schüler auf eine gestandene Armee loszulassen, ist schon ein bisschen irre. Ganz genau. Und klar, ich bin selbst schuld, wenn ich mich von diesen ganzen Nervenkitzel so mitreißen lasse, aber trotzdem. Es bringt nichts, in Panik zu verfallen, wenn der Feind vor unseren Toren steht. Wir müssen einfach rausgehen und unser Bestes geben. Und hier haben wir noch Hilda. Oh, ich dachte, ich wäre meinem Bruder endlich für eine Weile los, aber Pustekuchen. So viel zu dem Spaß, den ich in der Schule gehabt hätte. So basically, Du scheinst offenbar kein gutes Verhältnis zu deinem Bruder zu haben. Let's see. Das Problem ist ehrlich gesagt, dass er sich zu sehr um mich kümmert. Das nervt ohne Ende. Puh, ich will endlich wieder zurück auf die Militärakademie. Alles klar, dann ruhe ich mich mal besser aus, bevor der Kampf beginnt. Warum sind wir plötzlich so langsam? Mein Gott. Danke für die beruhigenden Gespräche. Jetzt sind alle schon viel entspannter. How's that? Nicht mehr lang, bis der Kampf beginnt. Bist du bereit? Natürlich. I gave you an order, Nadir. Oh, den kennen wir noch gar nicht. You sure did. Then explain why we remain on this side of the mountain staring at that wretched fortress! Did I not command you to gather enough soldiers to push through? Yes, and I did all that. We actually have the numbers advantage by some margin. But the enemy commander Holst is a born leader, and his men are bound to fight like demons. I'm sorry. Are you suggesting some cowardly savage is a superior commander to me? The next king of Almyra? Oha, da hat sich aber jemand was Not vorgenommen. at all, not at all. Merely pointing out that storming a fortress tends to be one of those time-consuming sort of things. In which case, the current state of affairs proves to be exceedingly fortunate for you. As we speak, the Imperial household fights to hold power against the Empire's nobility, while the whole kingdom bickers over who should wear the crown. There will be no reinforcements here. Take whatever time you need. I admire that optimism. But as I recall, the king instructed us not to attack yet. That was before the situation changed. Father will hold me in great esteem for this. Mark my words. Also, Khalid has been absent for a good while now. And I wager he's plotting some mischief. Oh, das finde ich jetzt cool. Wir reden später nochmal über den Namen. Beziehungsweise, das wird sicherlich Once I've aufgeklärt. conquered Fodlan, it won't matter what folly he attempts. The throne will be mine. Prince Shahid, enemy reinforcements have been spotted. What? No matter. There can't be more than a scattering of them. Send in what's left of our troops and crush them all! Thank you for traveling all the way to Fodlan's Locket. I'm Holst Sigisvald Goneril, in command of defense here. Claude Von Regan. I've heard a lot about you over the years.
We're here to help you hold the locket in whatever small way we can. Ah, House Regan's new scion. I've heard a fair bit about you as well. Ich finde schön, dass wir Holz mal zu Gesicht bekommen. So halt, wir haben ja schon viel in Three Houses über den gehört. Jetzt sehen wir ihn mal in Persona. Das ist doch echt cool. I'm impressed you were able to scrape together this many troops in so short a time. Duke Oswald has clearly chosen his heir wisely. Also, I can't express my gratitude enough at seeing so many young people offering to serve. Whoa! Look at the muscles on you! Your regiment must be epic! Oh, I'm Raphael Kirsten, by the way. Nice to meet you, Holst. Do not address him so casually, you oaf. This is General Holst, one of the Alliance's finest and bravest warriors. Well met, General. My father sends his warmest regards. So we're gonna fight alongside a famous general? Huh, no pressure there. Yes, I know when I'm out of my league, and I am clearly way out on this one. Maybe I should go back to the monastery. And I as well. Enough, both of you. This is no time to be cowards. Our enemy's just over there. Are you gonna hide like field mice, or will you find some courage and fight? Oh ja, bei dem Löwen hat ja auch Annette gefehlt in der letzten Schlacht vor den Stories. Vielleicht ist das ja auch so. Oder vor den Timeskip. Mal gucken, wer hier fehlt. My weapon stands ready. I want to see what Holst here is truly capable of. Your classmates are a real colorful bunch, Hilda. I like them. Thanks, Holst. But if we're all done catching up, we might want to focus on the enemy army that's headed right for us. Oh, so they are. The sight of your forces clearly lit a fire beneath them. Fortunately, the locket is impregnable, which they'll soon discover the hard way. Good luck, all. I'm counting on you. To battle! Mal gucken. Oh, das ist eine Truhe. Mal sehen, jetzt können wir uns auch die anderen mal angucken. So halt, was sie so für Fähigkeiten hat. Mal sehen, sie hat verfluchter Ausstoß. Zu Fall gebrachte Gegner explodieren und verursachen Dunkelschaden in einem kleinen Umkreis. Drücke ZR, um gebannte Gegner heranzuziehen. Klingt gut. Und da hat sie doch unerwünschte Macht. Füllt die Erweckungsanzeige und die Kriegeranzeige etwas wieder auf, wenn Wappen aktiviert werden. Das ist doch auch nicht schlecht. Und sie hat Genie von Anfang an. Das macht sie auf jeden Fall leichter, an Klassenfähigkeiten ranzukommen. Virtuose ist halt der, finde ich, also halt der unterste Slot ist halt immer der unspannendste Skill, weil der halt immer für die Befehle ist. Also sie kriegt halt, wenn sie den Angriffsbefehl hat, 30% mehr Schaden. Hat sie denn hier für Klassen? So, jetzt kennen wir uns ja ein bisschen besser aus. Mal sehen. Oh, sie hat dunkle Spieße. Aber sie hat halt keine Essenz, ne? Und sie hat keinen Teufelsdieb. Ist ja interessant. Und auch da, sie hat Unterstützung Dunkelheit. Wenn die Einheit ein Adjutant ist, verleiht den Kraftangriffen der aktiven Einheit ein Dunkelelement. Okay. Was hat sie hier? Sie hat auch kein Deathblow. Hat sie auch nicht. Wow. Und hier den Totenpriester-Skill, den Flane und Sylvain hatten, hat sie auch nicht. Und da fragt sich doch eher, was hat sie dafür bekommen? Naja, jedenfalls als nächstes haben wir Leonie. Leonie kennen wir auch noch nicht. Sie hat sorgfältige Studie. Lässt die Einheit zweimal so viele Angriffe verketten wie sonst. Je nach Trefferserie wird die Geschwindigkeit erhöht und abschließende normale oder starke Angriffe werden verstärkt. Das ist cool. Dann haben wir Rivalität. Wenn sich ein Verbündeter des anderen Geschlechts in der Nähe befindet oder der Adjutant der Einheit ist, erhöht die Füllrate der Kriegeranzeige etwas. Passt gut zu Sylvains Fähigkeit tatsächlich, weil Sylvain das ja halt für weibliche Einheiten. Also was hat sie denn hier? Sie hat Essenz des Feuers. Aber auch keinen Teufelsdieb. Interessant. Sie hat aber noch Waffenpflege. Das ist schon mal nicht gut. Was ist denn hier ihr Pfad ist tatsächlich Heilige Ritterin.
ist interessant, weil sie halt in Three Houses, glaube ich, mehr so die Bogenritterin war. Dann hat man das hier mehr so als Dunkelritterin ausgelegt. Aber hey, sie hat immerhin den negiert Beritten-Effekt-Skill. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah, sie hat doppelte Ansturm. So ist das. Mal sehen, haben wir Lysithea hatten wir schon. Lorenz hatten wir auch schon. Wir können bei Lorenz aber die Klasse wechseln. So halt, wir haben ja hier schon Klassen freigeschaltet. So. Okay, wir sollten ihm vielleicht was Schwächeres geben. Warum ist das hier? Vielleicht schicken wir ihn doch wieder zurück in seine Klasse. Er war hier, ne? War er Lanze? Ich glaube, er war Lanze. Oh nein, war er nicht. Ja stimmt, er war in der Magieklasse. So, dann geben wir dir ein ganz normales Eisenbuch. Bitteschön. Je weniger Schaden, umso besser. Wir können die Level noch nicht zurücksetzen. Mal sehen. Dann haben wir noch... Oh, Hilda war da. Na gut. Gucken wir uns erstmal... Ja, Ignas kannten wir schon. Cloud kennen wir halt auch schon mehr oder weniger. Er hat Staubwolke. Die Angriffe werden mit Wind versteckt. Hat er Teufelshieb und Essenz des Windes? Ja, hat er. Das ist dann auf jeden Fall ein Skilltree, den wir für ihn holen sollten. Bitteschön. Mal sehen, Hilda hatten wir jetzt noch nicht. Hilda haben wir schon gesehen als NPC, aber so selber eingesetzt haben wir sie noch nicht. Sie hat Blitzfässe. Halte während Kraftangriffen den Knopf gedrückt, um den Schaden etwas zu erhöhen und Blitz hinzuzufügen. Beim Aufladen werden Gegner in kurzer Entfernung angezogen und sie hat Bezirzen. Wenn der Adjutant der Einheit dem anderen Geschlecht angehört, erhöht die Füllreiz der Adjutantenanzeige und den Schaden durch Adjutante-Folgeangriff etwas. Wie gesagt, das ist halt so wie der von Sylvain, der Skill. Den hat sie doch bestimmt... Essenz des Blitzes, ja, aber sie hat keinen Teufelshieb dafür. Ich meine, gut, Essenz des Blitzes müsste eigentlich vollkommen ausreichen. Dafür was anderes braucht sie wahrscheinlich nicht. Also und hier ist Holz. Können wir uns Holz genauer angucken? Hey, der hat kein Wappen, ne? Normalerweise müssten wir hier ein Wappen sehen. Oh, Shamir ist auch da. Naja. Ich glaube, die Hirsche sind auch die einzigen, die keinen Schlüssel dabei haben, ne? Die niemanden haben mit einem... ja, mit dem Dietrich. Tja, dann müssen wir den Schlüssel hier selber freispielen. So, ich will mal die Leute ausprobieren, die wir noch nicht so hatten. Wir können uns ja leider nicht ändern. Naja, dann mal los. Stürzen wir uns ins Geschehen. Crush the enemy, reinforcements and all. Today we pry open the gates to Fodlan. Are you ready to send these troublemakers packing? Because I have a plan that'll do just that. Theoretically, I'm all ears. But first, we need to do something about those soldiers closing in on us. Wir sollten vielleicht nicht so viel mit Shira kämpfen, die ist einfach zu stark dafür. Geh du mal da und verteidige mal hier. So, die stellen wir mal hier hin, dass sie das verteidigen. Dann gehen die mit ihrem hohen Level hier nicht so durch. Cloud sollte ja eigentlich unser bester Freund sein. Oh. This stronghold is worthy of my protection. No one's taking this place while I'm here. So, wenn wir die anderen brauchen, können wir die halt immer noch mit reinholen. Aber ansonsten können wir das halt erstmal mit unseren eigenen Leuten machen. So. Das nehmen wir mit. Interessant, dass wir Lanzenvernichter haben. Muss mal gucken, ob das ein Klassenskill ist. So, eigentlich dürfte das nicht sein.
Since the central approach is crawling with enemy soldiers, we'll start by capturing the strongholds to the north and south. Alles klar. Machen wir so. The drawbridges here can only be lowered from one side, so we should make sure it's safe by taking any strongholds in the vicinity. Can I ask? Wir sind gerade hier. Gut. Wir können auch mit Holz und Scharnier arbeiten. Die sind hier alle ziemlich auf dem Dingsens. So, D2 geht dahin. Wobei Leonie kann da oben hingehen. Wir sind ja jetzt nicht so mit Leuten bestückt. You to hold the center hold. You're the only one of us who can do it. I'm here to help. Make use of it. Das ist mit. Holst, Sigiswald. Haben wir hier noch einen Wyvern in der Nähe? Wir sind da. Wir haben den da noch. Goneril has entered the fray. Das ist die Brücke. General Holst, we need help. Die Brücke. Da. Hurry! We have to save our knights! It's my... We can skip my turn, you know. Da. I shall trample all without exception. Mal gucken, wie sich Hilda macht. Oh, wow. Der hier hat aber nicht so viel auf der Pfanne. Well, if it isn't Nadir the Unstoppable. Are you ready to settle the score? Oh, wie den Nachteil. For the last time, it's Nadir the Undefeated, and I know you're doing that on purpose. Au. Das wäre keine gute Idee, was wir hier machen. Take a breather. Are you changing places? Hey, it's my turn. Da. Fools, the lot of them. Strike them from this land. Oh, wer ist da los? Yeah, Hilda, let's do this. geh da mal helfen. Don't worry, I won't slack off. Will ich hier auch nicht Take a ran. breather. Ey, was machst du hier? Du hast dir nichts verloren, also raus hier. No problem. I got it. Now is the time to stand our ground. So. Das ist der nächste bei Holz. It's Ach, your ist denn der? call, kiddo. But if you value your neck, I suggest you stay far away from me. And here I was just thinking I'd give my fighting skill a test. If it looks like we can't handle you, we'll come up with another way. So. Fertig. Der ist schon besiegt. On this whole affair. But if it's a fight you want, I'm your man. Sounds like Nadir Ach, er could lebt noch. probably be coaxed off the battlefield. I mean, unless you really want to have a crack at it. That's that. Können wir den hier auch gleich fertig machen als Holz. Ein bisschen einfacher. If you keep holding back to this, you'll have to retire that overblown title. I'm Nadir Müssen the hier mal ein bisschen Platz Undefeated, machen. because I know when it's smart to run. I'll come back to end you when I damn well feel like it. Wow. Das ist auch einer der Schwierigkeiten. Naja, Cloud ist dann in der Nähe, das kann sich da im Chat drum kümmern. Defeat me so easily. So. Hit them hard and fast. Oh, mal kräftig draufhauen. Kann gleich weitergehen. So, den haben wir. I'm sorry. We just don't have what it takes. Können wir den da irgendwie heilen? Wo ist Lucy? Da ist Lucy. Ja, die hat sich schon mal schon You can vorgearbeitet. count on me. Nee, sie kann nicht heilen. I'll do my best. Yeah. Tja, ich will let's Hilda do dann nur this. ungern reinschicken. Don't worry, Können wir I sie won't da slack oben? off. Ja, wir schicken sie da oben hin. Yeah, let's do this. Finde ich viel besser. Don't worry, I won't slack off. Und Leonie geht dann da unten hin. Time to... My turn. No problem. Die stehen da alle. So. Progress. Damit der nicht weiter auf die Nerven geht. So. Jetzt machen wir Good nicht thing we weiter. made it in time. Ist hier noch irgendwo einer? Da ist einer.
Let's see. Oder nicht noch was? Hallo, Hilda. Hey, it's my turn. Müssen wir mal kurz hier lang. Dann können wir einfach nach unten gehen. Das ist noch ein Weibernritter. Das dürfte aber der sein, auf den wir Klaus geschickt haben. Der dürfte jetzt nicht so lange durchhalten. Die halten ja wirklich gar nichts aus. Ja, zeigen wir dir mal, was Leonie drauf hat. Oh, das war aber ein ganz schöner Flug. Da habe ich irgendwie den Fähigkeitsgrad runtergestellt. Das kommt mir so einfach vor. Leonie und die anderen sind ja auch nicht gelevelt. Naja gut, das ist ja auch der Anfang. Oh, schön. Well, that's definitely working. Keep it up. Viel besser. So. Kannst du auch gleich mit verprügelt werden. Wir haben's gleich. Nice. Oh, schön, den anderen treffen wir auch noch. Das nennt man wohl ein Double KO. Au. So, gesetzt. Oh, das ist der Schlüssel. Da kommen wir aber noch nicht hin. Those troops at the center don't exactly have the highest morale. Once they realize we've got them flanked. Who told the Central Force they could retreat? Haha. All remaining troops, attack! You see? Jetzt können wir den Schlüssel mal eben kurz holen. Not a problem. Things are looking up already. Now we just have to go after their general. They're scattering like leaves. Oh, guter Opfer. Strategies really are a cut above. Are you holding our troops back? Deploy them now! All of them! Da ist ein Bote. Oh, Leonie ist da direkt. Sehr gut. Kann sich ja gleich mal drum kümmern. So, und den machen wir mal. Aus dem machen wir mal kurz Hackfleisch. Da ist er. Ah, eigentlich nicht, aber diese Basiskommandanten sind ja wirklich einfach zu besiegen. So, unser. So, Claudi, wo bist denn du? Du bist da. Geh mal kurz dahin. Oh, hi. Der ist auch schon vorgeschwächt. Oh, arme Shira. Ich wollte eigentlich nur durchrennen. Leonie, ich hab mich drauf verlassen. We have more enemies incoming. Also wirklich. I'll give them a fight worthy of a king. Was machst du denn, Leonie? Naja, gut, wir haben in unserem Hauptquartier genug Leute. Den Schlüssel haben wir, ne? Haben wir den Schlüssel? Sieht's aus. Not a problem. Ja. Move out. Oh, Leonie hat aber ganz schön was zu tun. Let's try this. I'd better back them up. So. Yeah, let's do this. Bis Don't dahin. worry, I won't slack off. Das You hier can kümmert count on sich me. um I'll do den. my best. Und hier haben wir ja auch noch Leute stehen. Ignaz geht dahin. Now it is my turn. So. Location is in danger. Take a breather. Rechanging. I'll go in front. Well. Gotta keep my guard up. All right, let's take them by storm. Skip my turn, you know. So. Break. Müssen wir kurz Leonie retten.
zwar noch nicht mal die Leonie gerade da bedrohen, aber wir müssen irgendwo anfangen. Au! Definitiv zu viele. Claude, wo bist du? My turn? No problem, I got it. Wir müssen uns mal kurz diese ganzen Weiber hier mal so viel gelbe Kreise. Ja, machen wir mal kurz einen Test mit denen. Ey! Also aufstehen ist sie nicht. Bleibt schön liegen. So, war das wie bei Leonie? Okay, Leonie ist safe. Dann kann sie sich endlich mal darum kümmern. So, halt hier sollte es halt keine Probleme geben. Oh, das Hütchen könnte wir hier gebrauchen. Der ist hier gleich besiegt. Schicken wir mal Raphael hier mal kurz hin. So. Da kommen wir noch nicht rein. Und dann warten wir ein bisschen. Sehr gut. Ist halt blöd, dass wir mit jedem Schuss ein bisschen näher rangehen. Das ist halt mega doof für die Schützen. So halt, das Gute ist ja gerade, dass wir aus der Distanz angreifen können. Aber wenn wir mit jedem Schritt ein näher kommen, ist es halt echt doof. Ja! Oh, hi, was machst du denn hier? Okay, ich gebe jetzt nicht den Komplettbefehl für den Angriff. Das lassen wir mit Claude machen. Und ihr... ich glaube, die Festung hier muss beschützt werden. My turn? We changing places? It's all Komm mal you, mit. Hilda. Does it have to be? Deine Sache. You stand in the presence of Shahid the Great, next king of Almyra. It's all you, Hilda. Leaving it all to you. Machen wir fertig. Like, all of it? All of it? What do you all you want? Easy. How dare you challenge me? I would make my escape if I were you. You're not gonna like what comes next. You swine! Turn that loathsome face from my sight! In every way, you remind me of my wretch of a brother! I will be the end of you one day. I promise you that! Shouldn't we go after him? Nah. At the end of the day, he's still royalty. The last thing we need is some army tromping in here trying to avenge him, you know? Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Sagt das Spiel auch. Hat sie sich verdient. Hat sich wieder auch verdient. Und Lucy auch. Ja, also das Cloud MVP ist wundert wohl, glaube ich, kein. Die Pfeile waren halt mega gut. Nice. Oh, man. I bet
glad I haven't. Sehr schön. Haben wir gleich eine ganze Menge EP dazu gekriegt. Richtig gut für uns. Können wir gleich schön reclassen, wenn die alle ihre Klasse gemeistert haben. We won. We held the locket. Honestly, I expected more of a struggle. For some reason, the Almirans just didn't have the fight in them. If they were serious about beating us, we probably would have found our backs against the wall. What matters is that we're safe, and no one from our house was killed. Thanks to Holst! He was out there taking on thousands of soldiers all by himself! Marianne hat gefehlt. I don't think it was actually thousands, although I agree, it was an impressive sight. Yeah, well, give me a couple years and I'll be swatting down tens of thousands. Mhm. If you're setting the bar at Holst, I guess I'd better aim high too. I mean, being a fellow merc and all. Kinda nuts to think the Almiran Prince personally led their army against us. Sein größter Fehler war es, sich auf den Weibern zu setzen. From what I've heard, he's vying with the others for the throne. That kind of motive makes people dangerous. We'd best stay on our toes. You think? I felt like we did a pretty good job of slamming the door in his face just now. If it's a throne he's after, we just kicked him a little further away from it. An embarrassing loss like this ought to deter any other siblings from trying the same stunt. If they're reasonable people, which is a big if, you should trade places with my brother for a while and see how fun it is to keep chasing the Almirans away. You know what? You're right. I'm sorry. Huh? We let House Goneril do all the heavy lifting, which isn't fair. And it isn't how you lead. On behalf of my house, I apologize. Oh, right. I forgot you're technically representing your grandfather here. You came through with speedy reinforcements, and for that, I'm grateful. Also, Margrave Edmund showed me your budget for restorations to the locket. I hear you personally intervened to make sure the funds were secured. Very thorough and very helpful. Between that and your impressive tact on the battlefield, the Alliance will be in good hands once you take the reins. Hey, it's an honor to be accepted by a man as valiant as you. I think we'll get along just fine. That we will. Glad to hear it. So now that the battle's over, I want to feast until I burst. Come on, let's all go toast to Lester's bright future. Ooh, I'm so stuffed I can barely move. That Holst sure knows how to throw a party. Naja, so wie das klingt, hat That's for ziemlich sure. Übung da drin. The nobles would treat us to a meal every now and then back when I was a merc. It was never anything like this. Thanks for arranging it, Lord Future Leader. Come on, don't call me that. We're just classmates. Actually, you know what? I take that back. We can do better than classmates. What do you mean? Once we're done with the Officers Academy, I was thinking you might join me in Lester for a while. I may have Regan blood, but I grew up about as far from nobility as you can get. I tend to get the full, who's this upstart treatment around Lester, so I could use someone reliable at my side. You're hunting a band of mercenaries, right? Well, maybe we can leverage my family's influence to track them down. And then you can do whatever it is you need to do. Seems like a solid offer. Better than staying pent up in the academy at any rate. Das auf jeden Fall. What I need to do is repay what's owed, and yours is just the kind of offer I've been looking for. So I'm in. Thanks. Glad to have you. As the representative leader of the Alliance,
Claude narrowly defends Fodlan's locket from Prince Shahid and the Omirans, but the future of the Alliance remains in jeopardy. Meanwhile, a power struggle breaks out in the capital of the Adrestian Empire, and a revolt over the right of succession takes root in the Holy Kingdom of Fargus. Realizing the troubles of Fodlan will fall squarely on her young students' shoulders, Archbishop Rhea closes the Officers' Academy and permits her charges to return home. Prolog Ende. Man merkt ein bisschen, dass auch hier die Demo zu Ende ist, ne? Aber gut, das war jetzt so das letzte Kapitel, was wir spielen mussten. Jetzt kommen wir gleich direkt in die Basis rein, dann können wir unsere Charaktere zurücksetzen und halt das ganze Klassensystem ein bisschen ausnutzen und Charaktere ein bisschen reclassen. Wird bestimmt ganz witzig. Ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei. Bis zum nächsten Mal und ciao!